Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir schauen heute auf den inaktivsten bzw. ja, totesten Server in ganz Shakes and Fidget. Er ist jetzt mittlerweile schon ein wenig über ein Jahr alt, fast genau ein Jahr, ein paar Wochen über ein Jahr jetzt alt. Und die Rede ist von dem einzigen, ja, kann man so sagen, mehr oder weniger noch lokalen Server, den es noch gibt, neben den ganzen Europa- und Fusionswelten. Alle internationalen Welten, sowohl auch alle lokalen Server wurden ja jetzt soweit fusioniert zu F-Servern und jetzt gibt es eigentlich nur noch EU- und F-Server, bis auf einen, und zwar ist das der AM1-Server. Amerika 1, ja, ist jetzt seit einem Jahr draußen und ich hatte mich nochmal auf die Suche gemacht gehabt, nach einem Video, wo ich hier nochmal reingeschaut hatte. Und zwar 2 Wochen nach dem Release von Amerika 1 waren 5000 Spieler auf dem Server registriert. 2 Wochen nach Release. Wenn ich mich nicht recht erinnere, war zum Start des Amerika-Servers mit der Vorregistrierungsphase am Freitag um 16 Uhr, so wie es, ja, also so wie halt die normalen Server gelauncht werden, waren, ich glaube, ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern, aber ich glaube, vielleicht 2000 Spieler vorregistriert auf dem Server. Also zum Serverstart waren da 2K Spieler drauf oder so. Ja, nach 2 Wochen waren hier 5K Spieler drauf und der Server war eigentlich mehr oder weniger so zum Scheitern verurteilt. Jetzt, nach einem Jahr, gucken wir uns mal auf den Server um, was dort so geht und ja, wie viele Spieler jetzt hier mittlerweile drauf sind. Beziehungsweise wie hier auch die Ehrenhalle aussieht, ja, denn ich hatte selten beziehungsweise noch gar nicht bisher erlebt, dass ein Server halt wirklich so dermaßen gefloppt ist seit dem Serverstart. Nicht ohne Grund gibt es wahrscheinlich jetzt auch nach über einem Jahr keinen zweiten Amerika-Server, sondern es ist bei diesem einen Amerika-Server dann auch geblieben. Und wenn wir jetzt mal raufschauen, wir haben hier jetzt mittlerweile auf dem Server nach einem Jahr 38.071 registrierte Accounts. Ja, wie viele davon wirklich aktiv spielen, das sei mal wirklich so dahingestellt. Wir können ja mal in die 10.000er Ränge gehen und da sehen wir schon, ja, hier sind nicht sehr viele so am Start. Selbst wenn wir nochmal die Hälfte von 10K nochmal nehmen, so circa bei 5K, sieht es auch nicht viel besser aus. Ja, selbst bei 3K sind die Level jetzt noch nicht deutlich höher. Wir können mal in die Region von 1K gehen. Ja, und hier haben wir ein paar Spieler auf jeden Fall am Start, die auch schon ein bisschen höheres Level haben. Wenn wir uns jetzt mal die Ehrenhalle anschauen, dann sehen wir hier auf den Top-Rängen, ja, auf jeden Fall eine Gilde am Dominieren. Und das ist hier Primordial von Waves. Ja, das ist die Gilde von Waves hier. Schöne Grüße an der Stelle an Waves auf jeden Fall. Leitet ja auch beziehungsweise castet ja auch den englisch beziehungsweise ja, amerikanischen Teil des Shakes and Fidget Official Kanals und streamt halt mit dem Official halt eben immer zu Zeiten, wo halt eben auch ja, die Amis auf der anderen Seite des Teiches, sag ich mal, dann auch ja, aktiv sind. Deswegen kommen da ja auch immer die Streams dann so mehr oder weniger in der Nacht, dann ist es da halt, keine Ahnung, nachmittags oder so. Ja, deswegen da auf jeden Fall schöne Grüße an der Stelle. Die Leute befinden sich hier mehr oder weniger in der DP, so wie es aussieht. Ich meine, klar, wenn der Server jetzt ein Jahr lang alt ist, dann befinden sich die Leute natürlich hier noch in der Dungeon-Pause. Und ja, so sieht das hier momentan aus. Das sind hier die Leute auf dem Server, die jetzt hier, ja, auf jeden Fall auf Amerika 1 spielen. Das Interessante ist halt, die Abenteuerlust, die richtet sich halt auch nach der amerikanischen Zeit. Also bei uns wird es ja um 0 Uhr resettet. Ich glaube, hier auf dem Server geht es halt eben nach amerikanischer Zeit. Ich weiß es nicht, wann das ist. Um 6 Uhr morgens oder so? Keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist hier eine ja, andere Zeit, die halt hier eben beachtet werden muss, wenn man auf dem Server spielen möchte. Und ja, ich habe hier halt eben auch seit einem Jahr nicht mehr reingeschaut, seitdem der Server eigentlich released worden ist.
hatte ich mal, wie gesagt, noch ein Video danach zu dem Server gemacht, ob der Server jetzt sich ein bisschen erholt hat, weil wie gesagt, direkt zum Release des Servers waren hier vielleicht, ja, 2000 Spieler oder so drauf registriert. Es sind ein paar jetzt mit dazugekommen, aber es ist auch jetzt nicht wirklich aktiv. Wir haben hier halt eben teilweise auch Gilden mit, ja, so Ein-Mann-Besetzung, die halt einfach hier so weit oben stehen. Heißt, ja, diese 50 Mann-Gilden müssen auch komplett inaktiv sein. Und man sieht hier sogar oben weiter, dass hier sogar ja, in den Top 10 Rängen Gilden sind mit 17 Membern und so. Ne? Also hier kracht's und pfeift's auf dem Server, aber nicht zu knapp. Ja, das ist sehr interessant hier mal so zu beobachten. Da ist hier wirklich nicht extrem viel los. Ja, guck mal, hier bin ich sogar schon. Ja, und unsere Gilde ist ja auch komplett inaktiv. Ja, man kann sich natürlich die Frage stellen, woran hat es gelegen, ne? Also im Nachhinein fragt man sich ja immer, woran es gelegen hat, aber ja, woran hat es denn jetzt nun gelegen, ne? Dass der Server so gefloppt ist, ne? Also, man muss dazu sagen, Shakes and Fidget hatte, ja, wie gesagt, halt eben mit dem Official-Kanal auf jeden Fall halt für den Server auch Werbung gemacht. In unserer Zeitzone, wenn die Streams halt, ich weiß nicht wann, ich glaube, die beginnen immer um 0 Uhr und gehen dann bis 2 oder so, keine Ahnung, 2, 3, ich weiß es nicht, ist natürlich nicht unsere Watchtime hier. Ne? Die Hauptzuschauerschaft ist aber halt eben europäisch und deswegen, ja, ist es natürlich auch schwierig, einen europäischen Channel, wie es der SF-Official-Kanal ist, auch für eine Zeitzone zu nutzen, die nicht unserer Zeit entspricht. Klar gibt es natürlich auch Leute, die hier nachtaktiv sind, bin ich ja auch so, und dann ja halt eben auch aus Europa hier um 2, 3 Uhr zugucken. Aber der Sinn und Zweck sollte es ja eigentlich gewesen sein von dem Server und diese Zeiten, wo halt eben gestreamt wird, die amerikanische Playerbase abzuholen. So, ne? Der Markt halt in Amerika ist auch riesig und leider ging das komplett nach hinten los. Ich persönlich muss sagen, das ist mehr oder weniger aber auch das Einzige, was an Werbung gemacht worden ist für diesen amerikanischen Server. Der SF-Official-Kanal, der dann zu anderen Zeiten gestreamt hat und vielleicht einen Post in-game, beziehungsweise nicht in-game oder auf Social Media irgendwie, ne, Discord, Instagram, ne, Facebook, da wo halt eben die Server immer so angekündigt werden. Ja, da gab es mal einen Post und das war's dann. Soweit ich das mitgekriegt hatte, gab es hier nicht mal wirklich großartig amerikanische Influencer, die das Ganze hier promotet haben. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, warum das Ganze nicht so Früchte getragen hat. Ich weiß nicht, wie solche Browser-Games in Amerika ankommen, beziehungsweise ob das, ja, weiß ich nicht, dort jetzt so die Zielgruppe ist oder nicht, aber eigentlich wüsste ich jetzt nicht, wo da der Unterschied ist zu der europäischen Zielgruppe, sag ich mal. Ich sag mal so, SF ist mehr für eine Zielgruppe, die jetzt nicht so in dem Alter, keine Ahnung, im Jugendalter bis zu 18, 19 oder so sind, so, also das eher weniger. Ich glaube, der Altersdurchschnitt von den Spielern hier, und das sehe ich auch anhand meiner YouTube-Statistiken, ist so um die 30. Ja, zwischen 25 und 30 sind so die meisten Spieler, würde ich sagen. Also ist so der Durchschnitt, ja. Gibt natürlich noch deutlich ältere, gibt natürlich auch noch ein paar jüngere, ist ja klar. Aber der Durchschnitt ist so zwischen 25 und 30 so, die das Spiel spielen. Also das kann man natürlich auch dann auf die amerikanische Zielgruppe dann zuwenden. Aber ich glaube halt einfach, ja, hätte man hier einen amerikanischen Influencer irgendwie rangeholt, der so ein bisschen Werbung macht für das Game, weil in Amerika ist das Spiel komplett, ja, also es ist nicht bekannt, ja, es ist nicht wirklich bekannt und deswegen wäre es, glaube ich, gut gewesen, auf jeden Fall zumindest irgendwie ein kleines Placement da mit einem amerikanischen Content Creator einzugehen, um halt, ja, auf das Spiel aufmerksam zu machen und halt eben ein paar Leute hier auf den Server so zu holen. Und ja, aber so wie ich das halt eben mitgekriegt hatte, gab es da keine weitere Werbung so großartig für den Server. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dann habe ich das nicht mitgekriegt. Aber ja, so
ne, wie gesagt, ich habe da jetzt halt eben nichts weiter von gehört und deswegen, ja, ist auch nicht wirklich viel passiert auf dem Server. Ne? Ich meine, die Registration, die sprechen halt für sich so. Nach einem Jahr 38.000 Spieler, ist jetzt auch nicht viel. Und wie gesagt, zum Serverstart waren es 2K oder so, die sich da registriert haben. Und das waren wahrscheinlich auch nicht wirklich amerikanische Spieler, sondern auch ja, eher denn die Leute aus Europa, die einfach davon mitgekriegt haben und Interesse halber, so wie ich auch, sich einen Account auf dem Server erstellt haben, ja. Und seitdem dann halt auch nicht mehr spielen, so großartig. Ne? Man sieht es ja an der Gilden-Ehrenhalle ganz gut, dass hier nicht sehr viel Konkurrenz auf jeden Fall am Start ist. Und ja, das Problem ist halt immer, mit den Content-Creatern so, die Placements haben für das Spiel. Es muss halt auch jemand sein, der halt das Game auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise fühlt. Ja? Selbst bei uns in der deutschen Szene haben wir in der Vergangenheit Content-Creator gehabt, die das Game einfach nur als Placement gesehen haben, ihren Zeitblock im Stream da eingehalten haben, im Stream selbst, in dem Placement selbst gar nicht auf das Spiel eingegangen sind, sondern halt über alles Mögliche außer SF halt gelabert und das trägt natürlich dann auch keine Früchte. Dann kriegen die Zuschauer nicht mit, was spielt der da eigentlich? Und wenn der Streamer das Game nicht fühlt, dann merken das ja auch die Zuschauer, wenn ja, da kein Interesse da ist. Und wie will man das dann an seine Zuschauerschaft dann weiterleiten und den Zuschauern schmackhaft machen? Ja, man muss schon auf jeden Fall als bezahlter Creator, ein Interesse muss schon da sein. Ja, da gab es positive Beispiele in der Vergangenheit, wie zum Beispiel Unge oder Mickey TV, die teilweise das Game entweder früher gespielt haben oder sich da mehr mit auseinandergesetzt haben, auch von sich aus Geld aufgeladen haben und da ein bisschen in die Sucht verfallen sind so und die Leute mitgerissen haben. Dadurch sind sehr viele neue, aus der Spielerschaft entstandenen Zuschauer halt eben ins Game gekommen. Aber das funktioniert halt nicht, wenn du das Game einfach nur so abtust und dann, ne, so beiseite und ja, das war's dann. Ne? Dann erreichst du keine neuen Spieler. So. Und deswegen, das ist halt eben das Ding, hätte schon ein amerikanischer Creator sein müssen, der auch ja, zumindest ein bisschen das Game halt irgendwie fühlt. Ist natürlich auch schwierig so zu finden, aber so komplett den Server ja, ohne Aufmerksamkeit zu verschaffen, auf einem anderen Kontinent zu releasen. Man muss da dann schon auch ein bisschen, ne, wie der Name hier sagt, Welle machen. Ja, man muss da schon ein bisschen Welle machen dann und das Game halt eben ja, an die Leute rantragen, so, ne, auf dem Kontinent. Ansonsten ist ja klar, dass da auch keiner aus Amerika drauf aufmerksam wird, sondern hier eher Leute am Start sind, die, man sieht ja hier auch viele Namen, die kennt man halt einfach von vielen Serverstarts hier, wie 70 Jurik alleine als Beispiel, ja, das sind halt eben Leute aus unserer Szene und nicht von Amerika, so. Und das ist halt eben das Problem, ja, und deswegen, da hätte man auf jeden Fall ein bisschen mehr Publicity machen müssen für den Server. So ist es jetzt halt einfach nur, ja, AM1 und es kommt wahrscheinlich auch kein AM2, denke ich mal, in nächster Zeit raus. Ja, deswegen, meine Empfehlung geht auf jeden Fall nicht raus, falls ihr neu anfangen wollt und mich fragen solltet, auf welchen Server ihr startet. AM1 wird es definitiv nicht sein. Aber ich wollte auf jeden Fall mal gucken, was auf dem Server jetzt halt eben so nach einem Jahr geht. Ja, deswegen war es das erstmal soweit von mir. Lasst gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare da, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen und verabschiede mich. Das war's soweit. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.